Stell dir vor, du musst operiert werden, aber es gibt keine Narkose. In Europa war das bis 19. Jahrhundert eine schmerzhafte Realität. Aber wusstest du, dass ein Arzt in China schon vor fast 2000 Jahren Operationen ohne Schmerzen durchgeführt haben soll? Sein Name war Hua Tuo. Wer war dieser Arzt, der seine Zeit vielleicht Jahrhunderte voraus war? Hallo und herzlich willkommen zu 听说 Chinesisch. Tauchen wir gemeinsam ein in die faszinierende Geschichte von Hua Tuo. Hua Tuo lebte im alten China am Ende der Han-Dynastie, also ungefähr im 2. Jahrhundert nach Christus. Er war Arzt, aber kein gewöhnlicher Arzt. Er behandelte Krankheiten, führte Operationen durch und dachte erstaunlich modern. Viele Menschen sagten, wenn Hua Tuo kommt, gibt es Hoffnung. Später nannte man ihn einen göttlichen Arzt, nicht aus religiösen Gründen, sondern wegen seiner Fähigkeiten. In alten chinesischen Texten liest man, dass Hua Tuo ein besonderes Mittel benutzte. Es hieß Ma Fei San. Die Patienten tranken es, sie schliefen tief ein und sie spürten während der Operation keine Schmerzen. Für uns ist das heute normal, aber historisch ist das erstaunlich. Denn in Europa begann die moderne Narkose erst im 19. Jahrhundert. Das bedeutet, diese Idee existierte in China sehr viel früher. Heute vermuten Historiker, dass Hua Tuo starke pflanzliche Stoffe mit Alkohol kombinierte. Nicht perfekt, aber sehr wahrscheinlich wirksam. Jetzt kommt eine der bekanntesten Geschichten über Hua Tuo. Ein berühmter General namens Guan Yu wurde im Krieg von einem vergifteten Pfeil getroffen. Das Gift hatte sich bis zum Knochen ausgebreitet. Hua Tuo sagte, ich muss das Fleisch öffnen und den Knochen reinigen. Die Operation war extrem schmerzhaft. Doch Guan Yu antwortete ruhig, mach weiter. Während Hua Tuo das Fleisch aufschnitt und den Knochen vom Gift reinigte, saß Guan Yu ganz ruhig da, spielte ein Brettspiel und trank Wein, ohne zu schreien, ohne Angst. Diese Szene ist in China sehr bekannt. Der Ausdruck, das Gift vom Knochen schaben, steht bis heute für etwas Wichtiges. Schmerz ertragen, um ein großes Problem zu lösen. Ob die Geschichte genauso passiert ist, wissen wir nicht. Aber sie zeigt, welches Bild man von Hua Tuo hatte. Ein Arzt, dem man sogar bei extremen Schmerzen vertraute. Hua Tuo war aber nicht nur Chirurg. Er glaubte auch, Bewegung hält den Körper gesund. Deshalb entwickelte er die sogenannten 5-Tier-Übungen. Bewegungen wie ein Tiger, ein Hirsch, ein Bär, ein Affe und ein Kranich. Heute würde man sagen, eine frühe Form von Gesundheitstraining. In Deutschland sprechen wir viel über Prävention. Hua Tuo dachte schon vor 2000 Jahren ähnlich. Ironischerweise führte genau sein Wissen zu seinem Tod. Der mächtige Herrscher Cao Cao litt an starken Kopfschmerzen. Hua Tuo schlug eine Operation vor. Doch Cao Cao war misstrauisch. Er dachte, will dieser Arzt mich töten? In jener Zeit hatte ein Arzt keinen Schutz vor Macht. Hua Tuo wurde eingesperrt und später hingerichtet. Mit ihm verschwand ein großer Teil seines Wissens. War Hua Tuo also real? Ja, er wird in offiziellen Chroniken erwähnt. Aber vieles wurde mündlich überliefert, manches wurde ausgeschmückt und vieles ging verloren. Deshalb ist Hua Tuo heute gleichzeitig eine historische Figur und eine kulturelle Legende. Noch heute sagt man in China über einen sehr guten Arzt, er ist wie ein wiedergeborener Hua Tuo. Auf Chinesisch Hua Tuo zai shi. Wir haben gerade eine chinesische Geschichte gehört. Jetzt hören wir ein bisschen echtes und einfaches Chinesisch. Hör gut zu und sprich gern mit. Los geht's! Beim Arzt.
你怎么了？我不舒服。哪里不舒服？我肚子疼。Vor einer Operation. 你需要开刀。疼不疼？不疼，你会睡觉。好。Sport und Vorsorge. 你要多运动。我没有时间。你可以每天散步。好吧，我试试。In der Apotheke. 你好，我有一张处方。稍等一下，这是您的药，祝您早日康复。谢谢。